In unserer kleinen Fahrwerkserie haben wir uns bisher damit beschäftigt, wie ein Federbein aufgebaut ist und wie man die Feder richtig eingestellt hat. Wer das nicht gesehen hat, den kann ich nur ans Herz legen, das nochmal eben schnell zu gucken. Dann macht hier weiter, denn heute beschäftigen wir uns damit, wie man den Stoßdämpfer richtig einstellt. Das bedeutet Zugstufe und Druckstufe. An diesem Federbein hier sieht man zum Beispiel eine Zugstufenverstellung hier oben. Ein Rädchen, was man im Uhrzeigersinn reindrehen und damit zudrehen kann oder gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen kann. Damit macht man die Zugstufe härter oder weicher. Das gibt es in ähnlicher Form zum Beispiel bei diesem Dämpfer, da funktioniert es über eine Schraube. Wie das Ganze im Inneren funktioniert, das will ich euch kurz aufzeichnen. Hier haben wir nochmal die Dämpferpatrone. Hier ist der Kolben. Hier ist die Kolbenstange. Hier oben ist unser Verstellrädchen. Und hier befindet sich eine Welle, die hier unten in den Kolben führt. Im Kolben sind so Bohrungen, in die jeweils das Öl von der einen Seite in die andere kann. Also hier ist unser Öl, wie vorhin auch schon. Zack, zack, zack. Und das kann jetzt meinetwegen auf der Seite nur nach oben und auf der anderen Seite nur nach unten. Also Zugstufe, Druckstufe. Ich kann ja noch so ein kleines Rückschlagventil einzeichnen. Das ist natürlich in der Realität ein bisschen anders. Das geht jetzt nur um den schematischen Aufbau. Also wenn der Kolben nach oben fährt, also Zugstufe, kann es nur durch dieses Ventil. Und diese Stange beeinflusst jetzt, wie viel Öl dadurch kann. Dadurch beeinflusse ich nur die Zugstufe. Dann gibt es aber noch kompliziertere Sachen an so einem Stoßdämpfer. Und zwar diesen Ausgleichsbehälter mit einem Verstellrädchen für die Druckstufe. Warum ist das jetzt da? Wenn ein Stoßdämpfer so einen Ausgleichsbehälter hat, Öl, sagen wir mal, hier geht es rüber und hier ist der Ausgleichsbehälter. Dann befindet sich auch in dem Ausgleichsbehälter Öl. Und der Trennkörper, den wir vorhin hatten, kommt im Ausgleichsbehälter und hier unten befindet sich das Gas. Er hat erstens den Vorteil, dass durch das größere Volumen mehr Wärme abgeleitet werden kann. Auch dadurch, dass er separat ist vom Stoßdämpfer, kann mehr Wärme aufgenommen werden. Die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen und das Arbeitsverhalten bleibt also auch unter Wärme gleich. Und er hat einen zweiten großen Vorteil. Ich kann hier an die Stelle, wo das Öl vom Stoßdämpfer in den Ausgleichsbehälter fließt, kann ich ähnliche Ventile bauen wie hier. Nämlich, dass sich in eine Richtung relativ frei sich bewegt und in die andere durch ein anderes Ventil eher weniger frei, eher langsamer, oder dass ich halt beeinflussen kann, ob ich es groß mache oder klein. Und dadurch kriege ich nämlich meine Druckstufeneinstellung. Also das Öl oder die Richtung, die von dem Dämpfer in den Ausgleichsbehälter geht, wird im Durchmesser angepasst. Das heißt, wenn ich eine geringe Druckstufe haben will und ich drehe es auf, dann kann das Öl eigentlich fast ohne Widerstand vom Dämpfer in den Ausgleichsbehälter. Wenn ich eine starke Druckstufe haben möchte, dann mache ich das Loch für das Öl in die eine Richtung, also vom Dämpfer in den Ausgleichsbehälter, besonders dünn. Und schon habe ich eine harte Druckstufe. Meistens sitzt das Ding dann hier so, auch so als Rändelrädchen oder da. Oder wo man es halt auch immer gerne hinbaut und macht dann da das Loch größer oder kleiner. Hat es jemand verstanden? Interessiert es jemanden? Kommen wir mal dazu, wie man den ganzen Scheiß auch bedient. Bevor wir jetzt die Zugstufe am Roller einstellen, möchte ich euch nochmal am Modell zeigen, wie das funktioniert. Im Normalfall ist die Verstellung für die Zugstufe hier oben an der Kolbenstange angebracht. Dreht man sie im Uhrzeigersinn, dreht man sie zu und das Federbein federt langsam aus. Dreht man sie gegen den Uhrzeigersinn, dreht man sie auf und das Federbein federt schneller aus. Es gibt hier so Klicks, die man, glaube ich, ganz gut hört, und die sind sehr praktisch, weil A, wird dadurch meine Einstellung arretiert und B, dient das zur Orientierung, weil wenn ich diese Klicks zähle, weiß ich, wie weit oder wie zu oder wie weit auf ich meine Zugstufe gedreht habe. Dann drehe ich die erstmal ganz auf und dann schauen wir mal, was passiert. Ich ziehe das Federbein hier auf Block und lasse plötzlich los. Habt ihr das gesehen? Die ganze Konstruktion ist nachgewippt. Ich zeige das nochmal.
Das ganze Gestell wippt nachdem die Feder wieder komplett ausgefedert ist. Das würde mit dem Roller auch passieren, das heißt, es kommt sehr viel Unruhe ins Fahrwerk. Das bedeutet, dass meine Zugstufe zu weich eingestellt ist. So, jetzt probiere ich mal das Gegenteil. Jetzt habe ich die Zugstufe ganz hart eingestellt und jetzt schauen wir mal wieder, was passiert. Federbein auf Anschlag und man sieht, das Gestell federt wesentlich langsamer aus. Ich zeige es nochmal. So. Wir sehen einen eindeutigen Effekt, aber ist das Ganze jetzt richtig oder ist das falsch? Als Anhaltswert kann man eigentlich sagen, dass ein Federbein ungefähr 1 Sekunde benötigen sollte, um wieder in seine Ausgangsstellung zu federn. Das ist ein Richtwert, den kann man bei klassischen Motorrollern eigentlich getrost vergessen, weil die Federwege beim klassischen Roller sind viel zu kurz. Als Richtwert kann man hier ungefähr sagen 1/2 Sekunde. Ich drehe das Ding jetzt mal ein bisschen weicher, weil eben war das ein wenig langsam. Also Zugstufe gegen den Uhrzeigersinn auf und jetzt schaue ich noch mal, ob das so richtig ist. Auf Block und jetzt mitzählen. Ein und von 21 dürfte ungefähr die Hälfte sein. Also die Einstellung kommt mir ziemlich gut vor. Und ob das Ganze jetzt auch am Roller so funktioniert, das probieren wir als nächstes. Zurück am Roller versuchen wir jetzt diese Zugstufeneinstellung hier in der Praxis zu machen. Also mache ich das gleich wie vorhin am Gestell. Ich drücke das Ganze zusammen und dann versuche ich die Zeit etwas zu messen, die das Federbein zum Ausfedern benötigt. Nochmal. Habt ihr mitgezählt? Ich bin ungefähr bei 1 und 2. Das heißt, länger als 1/2 Sekunde. Halbe Sekunde 1 und damit scheint er mir etwas zu hart zu sein. Also gehe ich in die Verstellung. 11 Klicks härter und schauen wir mal an, wie es jetzt aussieht. Voll eindrücken und loslassen. Nochmal. Ein und. Ja, jetzt kommt es mir ziemlich gut vor. 1/2 Sekunde ungefähr, das müsste eine relativ optimale Einstellung sein. Den Effekt mit dem Nachschwingen kann ich euch leider an einer Vespa schlecht zeigen. Das liegt einfach daran, dass das Gewicht des Vespa-Chassis im Verhältnis viel zu leicht ist. Deswegen sieht man das eigentlich so gut wie nie, dass ein Stoßdämpfer bei zu weicher Einstellung der Zugstufe nennenswert nachschwingt. Bevor wir die Druckstufe am Roller einstellen, nochmal das gleiche Spiel. Ich möchte es euch hier am Modell vorerst einmal zeigen. Druckstufenverstellung sitzt im Normalfall hier am Ausgleichsbehälter. Auch hier ist es so, verstelle ich sie im Uhrzeigersinn, drehe ich das Ventil zu, gegen den Uhrzeigersinn drehe ich das Ventil auf. Das bedeutet offenes Ventil, der Stoßdämpfer kann schneller einfedern, geschlossenes Ventil, der Stoßdämpfer kann weniger schnell einfedern. Und das ist auch genau das, was ich damit verstelle, nämlich die Einfedergeschwindigkeit des Stoßdämpfers. Das Problem dabei ist so ein bisschen, das ist so Level 2 der Fahrwerkseinstellung. Denn es gibt hier keine so eindeutigen Richtwerte, wie es die bei der Zugstufe gibt. Was ich damit aber relativ schön einstellen kann, ist das, was man Härte eines Fahrwerks nennt. Also genau das, was wir ja mit der Federvorspannung nicht einstellen können, können wir mit der Druckstufe einstellen. Nur wie gesagt, das wirklich zu machen, ist relativ schwer und erfordert einiges an Erfahrung und Gefühl. Ein Test dafür, der einen ungefähren Anhalts- oder Richtwert gibt, ist, wenn man sich an das Fahrzeug stellt und mit aller Kraft versucht, möglichst schnell einzufedern. Weil erst bei schnellen Bewegungen arbeitet die Druckstufe merklich. Ich versuche euch das mal vorzuführen. Ganz links, ganz weich und jetzt versuche ich hier möglichst schnell einzufedern. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennen konnte. Ich habe mal meine ganzen 20 Kilo da reinfallen lassen und das Ding ist relativ schnell in die Knie gegangen. Jetzt mache ich das Gegenteil. Ich drehe ganz zu und dann der gleiche Spaß nochmal. Jetzt war das schon, naja,
glaube, es war nicht so gut sichtbar, aber ich habe es gefühlt. Es war ein größerer Widerstand da und der Stoßdämpfer ist langsamer eingesackt. Als Richtwert kann man sagen, wenn ich das am Fahrzeug mache und der Stoßdämpfer lässt sich sehr leicht durchdrücken, ist es zu weich. Lässt er sich sehr schwer durchdrücken und erziele ich gar nicht viel Federweg, wenn ich schnelle Stöße auf den Stoßdämpfer bringe, ist es zu hart eingestellt. Ganz am Ende muss man es im Fahrtest ermitteln und ein kleiner Trick dabei. Ich würde immer den Stoßdämpfer einmal auf ganz weich stellen, dann eine Runde fahren, immer auch schön das Öl im Stoßdämpfer warm fahren und dann würde ich die Stufe auf ganz hart stellen und nochmal fahren. Also jeweils die Extreme testen, um auch ein Gespür dafür zu entwickeln, was sich ändert im Fahrwerk. Und dann langsam versuchen, sich den richtigen Wert anzunähern. Um euch die Druckstufeneinstellung am Roller vorzuführen, musste ich den Roller wechseln. Denn bei der hier ist jetzt ein Stoßdämpfer mit Druckstufenverstellung verbaut. Das war vorher an der PX nicht der Fall. Allerdings haben wir natürlich die SIP Performance Stoßdämpfer auch für die PX mit Druckstufenverstellung. Nur eben an diesem Modell war es gerade nicht verbaut. Hier ist es dran, also versuche ich euch zu zeigen, was ich vorhin in der Theorie erklärt habe. Wie gesagt, bei der Druckstufe nicht so ganz einfach, aber grober Anhaltswert. Knickt sie bei schnellen Drücken zu leicht zusammen, es ist zu weich. Das probieren wir mal aus. Man sieht, das ging jetzt ziemlich gut vorne weg. Das würde eigentlich fast noch gehen, kam mir jetzt aber schon ein bisschen weich vor. Also drehe ich das Ganze mal ein bisschen härter. Nochmal das Gleiche im Uhrzeigersinn zudrehen, das Ventil schließt und damit federt es langsamer ein. So. Man sieht hoffentlich, dass es jetzt wesentlich weniger einsackt, langsamer einsackt. Für mein Gefühl ist das zu langsam, also drehe ich es ein Stück zurück. Uhrzeigersinn 6 und 6 Klicks weicher habe ich es jetzt mal gemacht. Das nochmal. Ja, so kommt es mir als Trockenübung erstmal ganz gut vor, aber wie gesagt, mein Tipp: raus auf die Straße, ganz offen probieren, ganz geschlossen probieren und dann langsam rantasten, wie am besten die Druckstufe funktioniert. Gut, damit haben wir eigentlich fast alle Funktionen abgebildet. Bleibt noch eins, die doppelte Druckstufe, und das erkläre ich euch kurz da drüben. Das hier ist zum Beispiel ein Stoßdämpfer, der eine doppelte Druckstufenverstellung hat. Hier unten Gold und Rot sind zwei Einstellmöglichkeiten. Wenn man schon einiges an Erfahrung und Gefühl braucht, um eine einfache Druckstufe einzustellen, hier wird das nochmal wesentlich komplizierter. Die doppelte Druckstufe, das sind im Prinzip High-Speed- und Low-Speed-Einstellungen. Das bedeutet einmal, wie sich der Stoßdämpfer komprimiert bei langsamer Krafteinwirkung und einmal bei schneller Krafteinwirkung. Also Low Speed sind zum Beispiel lange Bodenwellen, High Speed sind zum Beispiel kleine Schlaglöcher. Wie man das jetzt einstellt, im Prinzip muss man versuchen, die Effekte isoliert zu betrachten. Dazu braucht ihr wirklich viel Erfahrung. Ich kann euch nur so viel als ungefähre Richtlinie geben. Auf der Landstraße lieber etwas weicher, auch die Low Speed Stufe, um halt etwas mehr Komfort zu haben. Wenn ihr auf der Rennstrecke unterwegs seid, dann gerade die High-Speed-Stufe etwas härter stellen. Das bringt Grip und Stabilität. Und das ist aber etwas, was auf der Landstraße nicht zu steif sein sollte, denn sonst knallt euch das jedes Mal ins Kreuz, wenn ihr durch irgendein Schlagloch fahrt. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe doch einiges an Erfahrung gesammelt, auch an der Rennstrecke. Aber High- und Low-Speed richtig cool einzustellen, ist auch für mich eine große Aufgabe. Für die meisten Einsatzzwecke reicht es aus, wenn es eine einfache Druckstufenverstellung gibt. Eigentlich reicht es für alles aus, was nicht auf der Rennstrecke stattfinden soll. Das ist auch genau der Grund, warum es unsere SIP Performance Stoßdämpfer nur mit einer einfachen Druckstufenverstellung gibt. Das kann ich euch sehr ans Herz legen. Die haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, haben mit Druckstufe, Zugstufe, progressiver Federvorspannung eigentlich alles, was man so braucht.
Und deswegen, und das ist genau der Grund, warum wir die auch so bauen und euch anbieten. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr seht, diese ganzen Verstellmöglichkeiten an den Stoßdämpfern, die sind nicht ohne Sinn. Es ist auch kein Buch mit 7 Siegeln oder unschaffbar, ein Fahrwerk richtig einzustellen. Die Grundeinstellungen mit etwas Genauigkeit, mit etwas Gedanken sind doch relativ gut hinzubekommen. Etwas ganz Wichtiges ist, hart ist nicht gleich sportlich. Das solltet ihr immer bedenken, wenn ihr das macht, weil das Wichtige ist und bleibt, dass das Rad immer gleichmäßig auf der Fahrbahn angedrückt ist. Wenn ihr ein zu hartes Fahrwerk habt, habt ihr meistens einen eher schlechten Bodenkontakt. Lasst davon bitte die Finger. Und ansonsten viel Spaß beim Einstellen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann liked den Kanal, Bimmel drücken, damit ihr auch informiert werdet. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Achso, was mich noch interessieren würde, hat dieses Video euch bei der Fahrwerkseinstellung geholfen? Wenn das so ist, dann schreibt das doch bitte in die Kommentare.